Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenliedern, Nibelungenlied für das Teutsche Haus von Emil Engelmann. Wir haben aufgehört Ich habe einen Popschutz, im Übrigen jetzt. Keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Angeblich für das dumme P, dass das irgendwie Luftstöße auf das Mikrofon abhalten soll. Ich werde sehen, ob das irgendeinen Unterschied macht. Ja, wenn nicht, dann nicht. Gut, das mache ich nochmal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenliedern. Nibelungenlied fürs Teutsche Haus von Emil Engelmann. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. Wir haben aufgehört bei der Hochzeit von Kriemhild und Etzel und wie Kriemhild nach den Jahren des sorglosen Verheiratetseins immer noch Rache hegt für den Mord an Siegfried und wie sie mit der Bitte an Etzel herantritt, dass sie doch ihren Magen nach das Hunnenland einlädt, um sich an ihr zu rächen. So, und darum schickte dann der Etzel 2 Boten. Und darum geht es jetzt. 24. Abenteuer, wie Werbelein und Schwemmelein Etzels Botschaft brachten. Die beiden Fiedler ritten nun aus dem Heunenland zum Hofe der Burgunden, wohin man sie gesandt. Am 12. Tage kamen gen Wormsi an den Rhein, da sagte man's Herrn Gunther, es ritten Boten ein. Da sprach der Herr vom Rheine, sagt an, wer macht uns kund? Von wem sind diese Boten, gesandt wohl nach Burgund? Doch niemand konnt's ihm sagen, bis Hagen sie ersah. Wir hören Neues heute, sprach er zu Gunther da, vom Kriemhild eure Schwester, dafür will ich euch stehen. Die Fiedler König Etzels sind es, die hier wir sehn. So stolz und stattlich schreitet kein anderer Fiedelmann. Da grüßte sie Herr Gunther, und also er begann. Willkommen, edle Fiedler, wer hat euch hergesandt? Vom Hofe König Etzels in das Burgundenland. Sie neigten sich ihm beide, und Werbelein hub an, Herr Etzel hat der Reiche in Hulden es getan. Und Kriemhild, eure Schwester, die sandte uns zum Rhein, an eure Lieb und Treue sollt ihr gemahnet sein. Er fragt, warum ihr meidet, solang ihm Reich und Land. Wär auch Kriemhild die Heere so nah euch nicht verwandt, so solltet ihr geruhen, ihm selber doch zu sehn. Wenn ihr das tätet, wäre ihm viel zu lieb geschehen. Und minnigliche Grüße, Frau Kriemhild uns entbot, ein Geiselherr den Bruder und an den Herrn gäre Not. Sie trägt schon lange Jahre des Heimwehs bitteren Schmerz, nach Mutter und Geschwister sind sich ihr treues Herz. Drum habt sie als Boten zu euch uns hergesandt, dass ihr sie mit den Freunden besucht im Heunenland. Drauf sprach der König Gunther, wie's ich mich drob bedacht, das kann ich euch verkünden, erst nach der 9. Nacht. Ich lass euch Herberg rüsten, derweil und neu gewandt, da fanden gute Pflege die Herrn von Heunenland. Herr Gunther aber fragte die Seinen Mann für Mann, da rieten es ihm alle, nur Hagen, der begann. Habt ihr es denn vergessen, was alles ist geschehen? Wir müssen vor Kriemhilden in steter Sorge stehen. Es schlug ja ihr dereinstens den Gatten unsere Hand. Wie können wir da reiten in König Etzels Land? Kriemhildens Zorn sprach Gunther, ich glaube das gewiss. Verschwand sie ihr dereinstens das Heimatland verließ. Sie hat es uns verziehen, was ihr hier angetan. Es wäre, denn sie hätte mit dir noch einen Span. Ich warn euch, rief Hagen, lasst euch nicht hintergehen. Was auch die Heunen reden, wollt ihr Kriemhilden sehn.
Sie könnet ihr verlieren die Ehre und den Leib. Auf Rache sind, ich weiß es, des König Etzels Weib. Anhub jetzt so im Rate der edle Gerenot. Ihr mögt mit Recht, Herr Hagen, euch fürchten vor dem Tod. Im Heunenreich wir stehen da obt nicht an, die Schwester zu besuchen, das wär nicht wohlgetan. Jawohl, so schalt der Tronjer, der junge Geiselherr. Beängstigt euch, Herr Hagen, der alte Schuldbeschwer, so bleibet hier im Lande, ihr seid ihr wohl verwahrt, nun sollt ihr, die sich's trauen, nicht hindern an der Fahrt. Ich will nicht, rief da Hagen, von Tronja zornesvoll, dass zu Kriemhild nur einer euch Herrn begleiten soll, der besser sich getrauet, als ich zu diesem Zug. Ihr werdet meiner Warnung gedenken bald genug. Rumhold, der Küchenmeister, nun sorgenvoll begann, wollt ihr nicht Hagen folgen, so höret einen Mann, der euch in Treuen diente, sein ganzes Leben lang. Was soll zum fremden Lande der weite Wandergang? Ihr könnt auf Erden nirgends so gut als hier gedeihen. Gedenket doch, ihr Herren, der Rebe an dem Rhein. Den Wein, den allerbesten und manches schöne Weib. Gibt's hier, was braucht ihr weiter, für Seele und für Leib? Dazu bereit ich Speisen, allhier euch in Burgund, so trefflich wie wohl selten, sie schmeckt ein Fürstenmund. In Öl gebratne Schnitten, ich sage weiter nichts, wie wollet ihr entbehren des edlen Leibgerichts? Darum rat ich euch zu bleiben, Kriemhild, das glaubet mir, die wird euch hold doch nimmer, verdient's auch habet's ihr. Ins Sonderherren Hagen, dass ihr euch schüfe Not, spart euer Rat, Herr Rumhold, rief darauf Gerenot. Kriemhild und Etzels bitten, wie schlügen wir dies aus? Wollt ihr nicht mit, so bleibet gleich Hagen nur zu Haus. Drauf sprach ihn wieder Hagen. Nicht sei euch zum Verdruss, dass ich euch treulich warnte, geschehe, was da muß. Doch wollt ihr euch bewahren, so rat ich eines sehr, die Todesfahrt zu Kriemhild tut nur mit Schwert und Speer. Besendet eure Mannen, wenn ihr's nicht lassen wollt, doch nur die allerbesten ihr so entbieten sollt. Aus denen allen kieset euch 1000 Ritter gut, so kann uns nicht gefährden Kriemhildens arger Mut. Dem Rate will ich folgen, Herr Gunther zu ihm sprach, und schnelle Boten sandte, ins Land er gleich danach. Es kamen wohl 3000 der Degen aus Burgund, das Leid, das sie erfuhren, war da noch keinem kund. Sie eilten frohen Mutes zur Fahrt ins Heunenland, man schenkte allen Rosse und treffliches Gewand. Dank ward Herr Hagens Bruder, der brachte zu dem Rhein den besten Helden 80, die ritten stolz herein. Auch Volker zog der starke, viel kühne Fiedelmann mit 30 seiner Mannen zur Heunenfahrt heran. Gar herrlich war ihr Harnisch und all ihr Reichsgewand, sie jubelten und sangen, nun geht's ins Heunenland. Wer Volker war, sei nochmals allhier euch kundgetan. Es war ein edler Degen, ihm waren untertan. Gar viele gute Recken in dem Burgundenland, weil er die viele Fiedel spiele, ward Spielmann er genannt. Von allen diesen Recken wählt Hagen 1000 aus, die als erprobt er wusste in jedem Kampf und Strauß. Die Sättel und die Schilde und alles Reichsgewand, das sie da mit sich führen für König Etzels Land. Das ließ er wohl bereiten bei allen Mann für Mann, dann erst ließ Etzels Boten zu Gunther er heran. Die beiden Fiedelspieler das Warten längst verdroß, die Furcht vor ihrem Herren, die war bei ihnen groß. Sie hielten alle Tage um ihren Urlaub an, das Hagen sprach zu Gunther, das wird noch nicht getan. Es sind die Heunenboten, am besten hier verwahrt. Wir lassen sie erst ziehen, sind fertig wir zur Fahrt. Dann reiten gleich nach ihnen wir in das Heunenland. Sind Borten, man uns Schlimmes, wird so es abgewandt. Denn dann hat Frau Kriemhilde wohl kaum die Zeit dazu, dass uns nach ihrem Rate jemand dort Schaden tu. Doch sollt sie es versuchen, so kommt sie übel an, wir führen zu den Heunen manch auserwählten Mann. Als nun die Boten kamen,
frug Gunther, sagt den Tag, mir auch an dem bei Etzel beginnt das Festgelag. Wann sollen wir denn kommen? Da sprach Herr Schwemmelein, zur nächsten Sonnenwende sollt ihr bei Etzel sein. So müssen wir uns sputen, sprach Gunther voller List, wir haben zu der Reise ja nur noch kurze Frist. Drauf baten ihm die Boten, das war noch nicht geschehen, dass sie noch vor dem Scheiden Frau Brünnhild möchten sehen. Und mit den Königswillen der Herren dürften nahen, dem widerstrebte Hagen, doch sie war schuld daran. Es mochte Frau Brünnhilde, die stolzeste der Frauen, die Boten ihrer Feinden in ihren Saal nicht schauen. Drum sprach Herr Hagen, Brünnhild ist krank, nicht so zumut, ist ihr das eure Grüßen, der Fraue wäre gut. Wenn ihr noch warten könnet, so lässt man sie's euch sehen, doch als sie Urlaub nahmen, war es noch nicht geschehen. Nicht konnten sie erschauen, die stolze Königin, da fuhren ohne dieses die Heunenboten hin. Die Degen Gernuds ritten mit bis zum Schwabenland, von da aus kamen glücklich sie an den Donaustrand. Sie trieben ihre Rosse zu großer Eile an und fanden bald Herrn Etzel in seiner Stadt zu Gran. Als nun der Frau Kriemhilde die Märe ward bekannt, dass ihre Brüder kamen zu ihr ins Heunenland, frug sie, verkündet treulich, ihr lieben Boten mein, wer wird von meinen Freunden wohl bei dem Feste sein? Wer kommt von den Geladenen hierher in Etzels Land? Und sagt, was meinte Hagen, als ihm es ward bekannt. Da sprachen sie, zum Rate kam er des Morgens früh, doch wenig gute Sprüche berichtet er dazu, als sie die Reise lobten in König Etzels Land. Die Todesfahrt hat Hagen die Fahrt zu euch genannt. Doch kommt er, eure Brüder, auch kommen alle drei, in frohem Sinn und Mute, wer noch bei ihnen sei. Darüber ward es nähern, zu Worms uns wenig kund. Da sprach Kriemhild, kommt Hagen, der starke aus Burgund, dem bin ich wohl gewogen, das ist ein Recke gut, dass ich den hier drauf schauen, das höhet mei mir den Mut. Hinging sie frohen Mutes, wo sie den König fand. Was sagt ihr zu der Märe aus dem Burgundenland? Nun wird es doch vollendet, nach meinem Willen mein. Dein Wille, sprach Herr Etzel, soll meine Freunde sein. Gut, Herr Hagen riecht den Braten. Er versteht ganz genau, was die gute Kriemhild vorhat. Und möchte natürlich die Herren von Burgund daran hindern, wieder in das Land von Kriemhild zu reisen, quasi in die Höhle des Löwen. Aber, und das muss man dazu sagen, ist es eine Beleidigung, wenn du so etwas ausschlägst. Zumindest, wenn es zu oft geschieht oder es zu lange ist. Man braucht schon eine ziemlich gute Begründung, warum man irgendwo nicht hinfahren möchte. Und ich schätze mal, das wussten die auch und dementsprechend haben sie auch so reagiert. Ja? Man möchte ja auch keinen offenen Krieg mit einem anderen Land anzetteln. Und Etzel war zu dem Zeitpunkt sehr mächtig, sehr, sehr mächtig. Gut, machen wir weiter. 25. Abenteuer. Wie die Burgunden zu den Heunen fuhren. Zu Worms gab König Gunther den Recken Schwert und Kleid. Es waren mehr als 1000 zur Heunenfahrt bereit. Dazu 9000 Knechte, die zogen mit hinaus. Von allen kam nicht einer zum Rhein zurück nach Haus. Als man das Reitgeräte aus Hof und Halle trug, da sprach ein weiter Bischof, erfahren war genug. Der Greis zu der Frau Ute, Gott nehm den Fürsten Schar, die zu dem Feste fahren, mit seinem Schutze war. Da sprach zu ihren Söhnen Frau Ute ernst gemut, ihr solltet hier verbleiben, ihr meine Helden gut. Mir hat auch heut geträumet von schweren Angst und Not, die Vögel allem Lande, die sah ich liegen tot. Da sprach der Tronjer Hagen, wer sich an Träume kehrt, weiß nicht die rechte Weise, wie sie ein Mann begehrt. Der seine Ehre immer will lassen wohl bestehen. Was mir beschlossen haben, das muß nun auch geschehen.
Wir reiten alle gerne in König Etzels Land. Dort kann den Herren dienen der heldenstarke Hand. Wenn wir das Fest begehen, bei Etzel und Kriemhild, es wird dabei zerhauen, vielleicht auch Helm und Schild. Nun war bei Utes Söhnen auch noch ein anderer Mann. Der war mehr treu denn streitbar, als jetzt die Fahrt begann. Da sprach der gute Degen, es ist euch wohl bekannt, Rumhold der Küchenmeister, so ist er zu benannt. O wehe, König Gunther, mir ist betrübt der Mut. Ich muß es sehr betrauern, dass man die Reise tut. Wem wollet ihr denn lassen? Die Leute und das Land? Dir sei, sprach Gunther lächelnd, die Pflege zugewandt. Bediene wohl die Frauen, und weiter sag ich nichts, lass ja niemand entbehren des edlen Leibgerichts. Wen du in Tränen siehest, stärkt damit Herz und Sinn, es tut uns nichts zuleide, Kriemhild die Königin. Und ehe nun von dannen er mit den Helden zog, mit seinen Räten alles getreulich er erwog. Manch auserwählten Degen bestellte er zum Schutz, den Bogen und dem Lande und jedem Feind zum Trutz. Die Rosse standen fertig, da klagte manches Weib, dieweil die Frau am Manne ja hängt mit Seel und Leib. Wehruf und bittres Weinen, das hörte man genug, ihr Kindlein auf dem Arme Brünnhild zu Gunther trug. Warum macht ihr zu Waisen, frug sie uns zweizumal, ihr kommet niemals wieder in euren Königs Saal. Sie ahnte, dass die Feindin, die sie im Zorn einst schalt, und der durch Hagens Listen so grimmig sie's vergalt, die Rache nehmen werde für alte Herzensnot und blutig auch vergelten des Königs Siegfrieds Tod. Doch half ihr nicht, sie musste, brach es ihr auch das Herz, für immer da behalten den wilden Todesschmerz. Denn vorzog jetzt Herr Gunther mit all den Helden sein. Es scholl ein lautes Weinen, Land auf, Land ab den Rhein. An beiden Ufer standen, in Jammern Weib und Mann, doch wie's das Volk auch klagte, sie fuhren doch von dann. In jenen alten Zeiten gar schwach der Glaube war. Ach, einen Kapellan nur ward man dem Herr gewahr. So fuhren sie von dannen zum fernen Donaustrand, doch keiner als der Pfaffe kam wieder heim ins Land. Herr Hagen war der Führer, der Held von Tronjer Land, und Marschall war Herr Dankwart, der Recke wohlbekannt. Man sah sie fröhlich reiten, die Helden lobesam, bis an dem 12. Morgen das Heer zur Donau kam. Der kühne Hagen sprengte von allen hoch daher. Ein Führer war ein guter, er Königs Gunthers Heer. Er suchte scharfen Auges hinauf hinab den Strand, indes an einer Weide sein wiehernd Ross er band. Der Strom war angeschwollen und rings kein Schiff zu sehen. In großer Sorge sah man die Recken alle stehen. Wie sie hinüberkämen, zu reißend war die Flut, es sprang zur Erde nieder, gar mancher Ritter gut. Gar Übles, sprach Herr Hagen, ist uns allhier geschehen. Der Strom ist ausgetreten, ihr könnt es selber sehen. Bleibt hier am Wege stehen, ihr stolzen Ritter gut, bis ich für uns gefunden den Fergen durch die Flut. Er nahm sein Schwert, sein scharfes, und seinen Schild zur Hand und eilte durchs Gestrüppe hinab zum Donaustrand. Er suchte hin und wieder nach einem kund'gen Mann, da hörte er ein Plätschern, zu lauschen er begann. Es waren Wasserweiber, die schwammen in der Flut, sie wollten sich erkühlen und baden wohlgemut. Als Hagen sie erschaute, wollt er ganz leise nahn, doch schwammen sie von dannen, als sie den Recken sahen. Er konnt sie nicht verfolgen, sein Harnisch war zu schwer, drum nahm er ihre Schleier, das freute sie nicht sehr. Da rief das eine Meerweib, Hartburg war sie genannt, Herr Hagen, edler Ritter, wir machen euch bekannt. Legt unsere weißen Schleier ihr nieder an den Strand, wie's euch auf eurer Reise ergehnt ins Heunenland. Sie schwebten wie die Vögel vor ihm auf dunkler Flut, die Zukunft zu erkunden, das deuchte Hagen gut. Drum legte er ans Ufer der Wasserfrauen Gewand. Da sprach Hartburg, ich setze die Treue mein zum Pfand. Nie fuhr nach einem Arche von Helden eine Schar zu solchen großen Ehren, das glaubet mir für wahr.
Die Rede freute Hagen in seinen Herzen sehr, da nahmen sie den Schleier, und die säumten sich nicht mehr. Als sie nun wieder trugen ihr wundersam Gewand, da sagten sie ihm recht erst die Fahrt in Etzels Land. Es sprach das andere Meerweib mit Namen Siegelind: Ich will euch warnen, Hagen, euch Adrianens Kind. Was Hartburg sprach, das wisset, ist eitel Lug und Trug. Kommt ihr zum Heunenlande, geht's übel euch genug. Kehrt wieder rum, denn wahrlich, hierzu ist hohe Zeit, dieweil ihr kühnen Helden also geladen seid, dass all ihr sterben müsset in König Etzels Land. Wer zu den Heunen reitet, der hat den Tod zur Hand. Und wirsch rief daher Hagen: Ihr trügt mich ohne Not. Was sollt es sich fügen, dass so viel Helden tot im Heunenlande blieben, durch jemands Neid und Hass? Da riefen beide: Merket als Wahrheitszeichen das: Es wird von euch nicht einer die Heimat wiedersehen. So ist es nun beschieden, und so muß es geschehen. Nur der Kaplan des Königs, das ist uns wohl bekannt, kommt wohlbehalten wieder zurück in Gunthers Land. Da rief der kühne Hagen in seinem trotzgen Mut: Die Botschaft zu verkünden, das deucht mir trauend nicht gut. Viel besser wärst du wiesest mit deinem weißen Leib den Weg uns übers Wasser, Sieglind, du weises Weib. Sie sprach: Könnt ihr's nicht lassen, und sollt die Fahrt geschehen, da drüben überm Wasser, da seht ihr ein Haus ihr stehen. Darinnen wohnt ein Ferge und nirgends anderswo. Da wandte sich Herr Hagen, er war nicht gar zu froh. Dem ungemuten Recken rief da sie nochmals nach: Nun wartet doch, Herr Hagen, ihr eilt doch gar zu Jach. Vernehmend noch die Kunde, wie ihr's gekommt übers Land. Der Herr in diesen Marken ist Elsig zu benannt. Er hat auch einen Bruder, der nennt sich Gefelrath, ein Herr in Bayerlande, der Nöte vieles hat. Soll euch durch diese Lande die Reisefahrt gedeihen, und auch mit ihrem Fergen müsst ihr bescheiden sein. Er ist gar grimmen Mutes, wenn ihr mit ihm verkehrt, müsst weislich ihr's beachten, dass ihr zu immer ehrt. Er ist des Landes Hüter und seinen Herren hold, soll er euch übersetzen, so gebt ihm guten Sold. Und kommt er nicht bei Zeiten, so rufet über Flut, den Ammelrich hol über, das war ein Recker gut. Um schlimme Feinde willen zog der aus diesem Land, da dankte für die Lehre den Wasserfrauen am Strand Herrn Hagen und ging's aufwärts, bis er das Haus ersah. Nun hol mich über Ferge, rief laut der Degen da. Ich geb dir eine Spange zum Lohn von Golde rot, mir tut das Überfahren, das wisse wahrlich Not. Umsonst war all sein Rufen der Ferge stolz Gemut, der ließ Herrn Hagen stehen, diesseits der Wasserflut. Da rief er so gewaltig, dass von den Rufsgetos der ganze Strom erschallte, des Tronjers Kraft war groß. Mich Elfes Mann hol über, ich bin es, Ammelrich, der einst von starken Feinden aus diesem Land entwich. An seinem Schwertgriff oben er eine Spange bot, die schimmerte und glänzte von lichtem Golde rot. Dass man ihn übersetze in Gelferatens Land, da nahm der stolze Ferge das Ruder schnell zur Hand. Herrn Ammelrich zu holen, fuhr selbst er durch die Flut. Doch als er Hagen schaute, ward Ärger, Zorn, Gemut. Ihr mögt wohl sein geheißen, so schalt er Ammelrich, doch der, den ich erhoffte, euch Fremdling niemals glich. Von Vater und von Mutter ist jener Bruder mir. Dafür, dass ihr mich täuschtet, verbleibt ihr nun hier. Nein, nein, bei Gott dem Reichen, Herr Hagen drauf begann. Ich muß hier in die Fremde, versorgen manchen Mann. So nehmet denn in Freundschaft hier meinen guten Sold und führet mich hinüber, ich bleib euch immer hold. Der Ferge gab zur Antwort: Das kann niemalen sein. Gar viele Feinde haben die lieben Herren mein. Drum fahr ich keine Fremden hinüber in ihr Land. Macht, dass ihr aus dem Schiff kommt, sonst spürt ihr meine Hand. Das tu ich nicht, sprach Hagen, bekümmert ist mein Mut. Ich bitt euch, nehmt zum Lohne dies Gold so licht und gut und fahret uns hinüber, wir sind bei 1000 Mann. Vom Schiffe weicht, sprach der Herge, niemals wird das getan. Der Held wich nicht, da nahm er ein Ruder groß und breit.
und schlug es auf Herrn Hagen, der war drauf nicht bereit. Er strauchelte im Schiffe und sank auf seine Knie. So grimmig kam den Tronjer ein Fährmann wohl noch nie. Die Ruderstange nochmals er auf das Haupt ihm schwang, dass sie an Hagens Helme in 100 Stücke sprang. Der griff nun nach der Seite, wo er sein Waffen fand, und schwang es auf den Fergen mit zorngeschwellter Hand. Er schlug das Haupt ihn nieder und warf ihn auf den Grund, und dann wandte er sich zu Tale, er war des Ruderns kund. Die Wartenden empfingen den Helden frohgemut, doch als das Schiff sie sahen, noch dampfend von dem Blut, da musste Hagen hören, der fragen wohl genug, warum er denn den Fährmann im eigenen Schiff erschlug. Schnell sandt er eine Lüge, als ich das Schifflein fand, sprach er, bei einer Weide, da löst es meine Hand. Ich habe keinen Fergen bei diesem Schiff gesehen, es ist auch niemand Leides durch meine Schuld geschehen. Da sprach der König Gunther und auch Herr Gerenot, heut müssen wir noch bangen, um lieber Freunde Tod, da nirgends einen Ferge wir an dem Strome sehen. Wie kommen wir hinüber? Das wird wohl schwer geschehen. Zur Antwort gab Herr Hagen, zu Hause an dem Rhein war ich gar oftmals Ferge und will auch hier es sein. Bringt alles nur in Ordnung, ihr Knechte an dem Strand, ich führe euch all hinüber in König Gelfrats Land. Stracks trieben sie die Rosse hinzu des Stromes Flut, damit es schneller ginge, die schwammen also gut, dass ihnen auch nichts eines der Wogenschwall benahm, nur etliche die wurden vor großer Müde lahm. Die Helden aber brachten zum Schiffzeug und Gewand, Herr Hagen war der Fährmann hinüber an den Strand. Das Schiff war ungefüge, gar stark und groß genug, 200 oder drüber, es leicht auf einmal trug. Zuerst fuhr er hinüber die 1000 Helden her, da kamen all die Knechte 9000 oder mehr. Da musste an die Ruder gar mancher auf dem Strand, 3 Tage war nicht müßig des kühnen Tronjers Hand. Als letztmals nun er über zum Heunenufer fuhr, da dachte an die Meere der kühne Degen nur, die ihm verkündet hatte das schöne Wasserweib, da ging es dem Kaplane des Königs an den Leib. Bei seinem Weihgeräte der arme Pfaffe stand, aufs Heiligtum hinlehnte er just sich mit der Hand. Da kam's ihm nicht zugute, dass ihn der Tronjer sah, der gottesarme Priester, viel Leid erlitt er da. Herr Hagen warf ins Wasser vom Schiff ihn mit Gewalt, da riefen ihrer viele, Halt an, was tut ihr, halt! Der Pfaffe schwamm nach Kräften im Strom den Schiffe nach, und wär hineingekommen, wenn Hilfe nicht gebrach. Doch Hagen, als er nahte, stieß ihn in grimmen Mut zum Grund nochmals hernieder, das deuchte niemand gut. Was hilft euch denn, Herr Hagen? So riefen Gerenot und Geiselher vor Zürnen, des Kapellanen Tod. Was hat er nur verschuldet, dass wider ihn ihr seid? Tät dieses jemand anders, den würd es bitter leid. Der wackre Priester aber verlor noch nicht den Mut. Er rang sich aus der Tiefe der wilden Wasserflut. Ihm half aus Todesnöten des Himmelsfürsten Hand, so daß er wohlbehalten zurückkam an das Land. Da stand er an dem Ufer und schüttelte das Kleid. Daran erkannte Hagen, es war ihm wahrlich leid, das wahre Meere sagte, das weise Wasserweib, wir alle, grollte finster, verlieren unsern Leib. Als aus dem Schiffe alles geschafft war an das Land, was jeder eingeladen an Waffen und Gewand, schlug Hagen es in Stücke und warf es in die Flut. Das wunderte gewaltig die Recken kühn und gut. »Was soll dies?« rief Herr Dankwart. »Du machst die Heimfahrt schwer. Wie kommen wir hinüber bei unserer Wiederkehr?« »Dass ich das Schiff zerschlage, das tat ich mit Bedacht«, sprach Hagen, »wenn ein Feigling ward in das Land gebracht, der uns entrinnen möchte in seines Herzens Not, der soll an diesen Wogen erleiden Schmach und Tod. Denn eines weiß ich, Bruder, gedenk des Worten meins, wir reiten von den Heunen niemals zurück zum Rhein. Mir sagten an dem Strande die weisen Wasserfrauen, die Heimat würde keiner von allen wieder schauen. Ins Land zurück käm niemand, als nur der Kapellan, drum hätt ich ihm so gerne
den Tod heut angetan. Die bösen Mähren flogen, gar schnell von Schar zu Schar. Da wurde bleich vor Schrecken man mancher Mann gewahr. Denn bange Sorge fasste, ob dieser Herfahrt Not, war wurde Hagens Kunde, die Fahrt war's in den Tod. Ja, das ist natürlich ein bisschen bitter gelaufen für den Herrn Hagen. Und der Ferge ist meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen selber schuld, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, wie kannst du jemanden, der mit einem Schwert bewaffnet ist und in einer vollen Rüstmontur mit nichts weiter als einen großen Holzstock angreifen? Ich meine, der ist ja von oben bis unten mit Kettenhemd und allem Pipapo Rüstgewand ausgekleidet. Gut, die werden natürlich nicht in voller Montur stehen, aber nichtsdestotrotz, Holz ist nicht so stark wie Stahl. Also, ich kann das schon ein bisschen verstehen, warum Herr Hagen dann ihn einfach geköpft hat. Ja, also, vielleicht hätte ich in dem Moment nichts anderes gemacht. Ne? Er wollte unbedingt rüber, er musste seine Leute rüberbringen. Auf der anderen Seite wäre es aber auch eine günstige Gelegenheit gewesen, zu sagen, okay, wir kehren wieder um. Ne? Weil er wusste ja, worum es geht. Und er wusste auch, dass Kriemhild eigentlich gar nicht so gut auf ihn zu sprechen war. Warum er dennoch dann durchgehalten hat und dennoch das durchgezogen hat, trotz aller Gegenkräfte, die durch den Fergen kamen und durch die Wasserweiber und durch die Vorahnung, die er hat er sich dennoch entschieden, das durchzuziehen. Also man muss den Hagen auch bei aller Kritik an ihm, bei aller Falschheit, die er durchzieht, der Mann ist jemand, der keine halben Sachen macht. Ne? Wenn der sagt, der macht das, dann macht er das. Also eigentlich ist er als Mann des Königs ein unfassbar zuverlässiger Herr. Der zieht durch, was er sagt, und der macht das und er steht voll dahinter und du kannst absolut darauf bauen, dass er eben das durchzieht. Die Mittel, die er dazu einsetzt, die sind manchmal manchmal ein wenig drastisch, aber er kommt zu dem Ziel. Als Gegner unfassbar schwierig, aber als Freund besser geht's eigentlich gar nicht. Nun gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bye. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.